Ist es cool, Werbung für Drogen zu machen? Das ist die Frage des Tages. Lasst mich das Thema einleiten, indem ich euch erzähle, wie dreist das im Film Kingsman 2 gemacht wird. Der erste Kingsman war einer der besten und geilsten Filme der letzten Jahre, weshalb ich mich sehr auf Teil 2 gefreut habe. Also erstmal vorab, obwohl der Film bei den Kritikern nicht so gut ankam, fand ich den zweiten Teil eigentlich ziemlich nice. Doch war es auch nice, dass der Film das vermutlich aufdringlichste Alkoholplacement aller Zeiten beinhaltete. Prinzipiell habe ich ja nichts gegen aufdringliche Placements. Im ersten Teil kommt vermutlich das beste und aufdringlichste McDonald's-Placement ever vor. I'll have the Big Mac, please. Great choice. But nothing beats 2 cheeseburgers with secret sauce. Goes great with this 45 Lafitte. A classic pairing. And may I suggest Twinkies and a 1937 Chateau Yquem for pudding? I like it. So war das richtig geil. Bei Kingsman 2 fällt einem schon relativ früh auf, dass in so gut wie jeder Szene Alkohol getrunken wird. So oft, dass ich mir schon nach 30 Minuten Spielzeit ohne Vorwissen sicher war, dass es sich dabei um ein Placement handeln muss. Zu Hause bestätigte ich durch Recherchen meine Vermutungen. Der Statesman Whisky, der in dem Film verdammt oft vorkommt, ist ein neuer Whisky, den Old Forester ungefähr zu Release des Films herausbrachte. In dem Film heißt aber nicht nur der Whisky Statesman, sondern auch die Hauptkomplizen der Protagonisten nennen sich Statesmen. Welcome to Statesman. As your American cousins. Das ist beinahe so, als würden die Avengers im nächsten Teil mit Team Cola zusammenarbeiten. Szene 1. Iron Man und Santa Claus verprügeln gemeinsam Kendall Jenner. Checkt ihr? Kendall Jenner, weil sie in dem berühmten Pepsi-Spot mitgemacht hat? Doch es kommt noch krasser, die Charaktere in dem Film haben nicht gewöhnliche Namen wie Michael, Peter oder Johnny McGorry, sondern die haben eiskalt Namen wie Whisky, Champagne, Ginger Ale, Tequila. Und dann kommt noch hinzu, dass die ganze Story von dem Film extra so geschrieben ist, dass quasi eine Message vom Film ist: Trinkt lieber Alkohol, anstatt andere Drogen zu nehmen. Die Hauptbösewichtin im Film ist die größte Drogenbaronin der Welt, ist aber sauer, dass sie trotz ihres Erfolgs nicht so bekannt ist wie Firmen, die legale Drogen wie Alkohol verkaufen, weshalb sie alle Drogen legalisieren will. Dies versucht sie zu erreichen, indem sie alle ihre Drogen mit einem Gift streckt, das die Konsumenten nach einer Zeit tötet. Nur wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika alle Drogen legalisiert, wird sie das Gegengift verteilen. Und hier wird's interessant, denn in diesem Teil der Handlung ist sogar viel Kritik an der jetzigen Drogenpolitik eingebaut. Die vergifteten Drogen symbolisieren, dass es gefährlich ist, den Kriminellen den Markt zu überlassen, da diese oft gefährliche Streckstoffe beimischen. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika freut sich im Film über das Ganze, weil das bedeuten würde, dass alle Drogenkonsumenten sterben würden und er somit seiner Ansicht nach den Krieg gegen die Drogen für immer gewonnen hätte. Eine offensichtliche Anspielung darauf, dass den Politikern die Drogenkonsumenten wohl egal sind, indem sie das irrsinnige Motto Strafe statt Therapie anwenden. In dem Film sind dann auch viele normale Leute vergiftet, von denen man das eigentlich nicht erwarten würde, was zeigen soll, dass illegale Drogen nicht nur von irgendwelchen Junkies konsumiert werden, sondern von Menschen jeder Art. Als das Ganze dann vorbei ist, lautet das Motto von den Überlebenden: Boah, ich werde nie wieder illegale Drogen nehmen, sondern nur noch Alkohol. Von mir aus kann man schon so einen Film machen, wo das die Message ist. Ich bin so liberal eingestellt, dass es mir egal ist, wenn ein Film die Message hätte, dass Crack die beste Methode ist, abzunehmen. Aber dadurch, dass Kingsman von Alkoholkonzernen unterstützt wurde, könnte man das als ein gezwungenes Statement interpretieren, das ohne Placements nicht im Film wäre. Ich verließ den Kinosaal sehr verwirrt. War das jetzt ein großes Alkoholplacement oder Kritik an den Drogenverboten? Inwiefern passen diese beiden Dinge zusammen? Vielleicht ist das Ganze auch so passiert. Hey Matthew, wir haben für Kingsman 2 jede Menge Alkoholplacements arrangiert, die du irgendwie ins Drehbuch einbauen musst. Ach nee, Alkohol ist doch ungesund. Können wir nicht lieber wieder McDonald's als Sponsor ergattern? Sorry, du musst. Okay. Dann baue ich aber Kritik an den jetzigen Drogengesetzen ein und lasse die Charaktere so oft Alkohol trinken, dass es fast schon ironisch wirkt. Hey, wenn ich so drüber nachdenke, ist der Film fast schon brillant.
Vielleicht ist die eigentliche Hauptmessage: Ist das nicht crazy? Während andere Drogen verboten sind, ist es legal, einen Film zu machen, bei dem man Millionen verdient, indem man die Message verbreitet, dass Alkohol die geilste Droge ist. Voll Meta. Hey, man kann sogar eine Szene einbauen, bei der 2 Personen eine komplette Flasche Whisky austrinken, ohne nennenswerte Nebenwirkungen zu zeigen. Dass sogar alle Charaktere im Film nach Alkohol benannt sind und so oft getrunken wird, dass es fast lächerlich ist vielleicht nicht mal Teil des Placements, sondern soll durch diese übertriebene Darstellung kritisieren, wie sehr Alkohol in unserer Gesellschaft akzeptiert ist. Ich habe das komplette Internet durchforstet, um irgendwie ein Statement, pun intended, vom Regisseur Matthew Vaughn zu all diesen Spekulationen zu finden, war dabei aber erfolglos. Kommen wir zur Ursprungsfrage zurück. Unter welchen Bedingungen ist es in Ordnung, Werbung für Drogen zu machen? Sollte es generell verboten werden? Früher war ich tatsächlich für ein Verbot von Werbung für Alkohol und andere Drogen. Aber dann fragte mich die mexikanische Mafia, ob dieses Video nicht präsentiert werden könnte von Cocaína Mexico, das beste Koks, das man weit und breit finden kann. Frag deinen Dealer nach Cocaína Mexico. Nee, aber ernsthaft, mittlerweile finde ich, dass komplette Verbote zu weit gehen würden. Es sollte da jedoch ein paar Einschränkungen geben. Bierwerbung auf Super RTL ist mit Sicherheit keine gute Idee, aber wenn es sich zum Beispiel um Filme ab 16 oder 18 handelt, würde ich da den Filmschaffenden mehr Spielraum lassen. Es gibt ja bereits jetzt Regelungen in die Richtung bei Produktionen, die zu exzessivem Alkoholkonsum auffordern. Wenn ein Film ab 18 ein Heroin-Placement machen würde, in dem keine Nebenwirkungen von Heroin gezeigt werden, ist jeder, der dann deswegen Heroin konsumiert, ohne sich vorher anderswo zu informieren, doch irgendwie selbst schuld, oder? Eventuell würde sich der Markt da bis zu einem gewissen Grad selbst regulieren. Wenn Heroin legal wäre und eine Heroinfirma einen Spot herausbringen würde, in dem Heroin als das beste Erlebnis ohne Nebenwirkungen dargestellt werden würde, würde das Empörung auslösen und dem Ruf der Firma schaden. Vielleicht aber auch nicht. Es kommt natürlich auch auf die Art der Droge an. Es macht schon einen Unterschied, ob man Kaffee oder Heroin vermarktet. Wenn ich auf meinem Kanal ein Drogenplacement machen würde, würde ich das nur in Kombination mit der Nennung der Nebenwirkungen machen. Bei meinem Kanal kann man das halt ganz gut einbauen. Bei Drogenplacements in Filmen oder Serien würde es mich aber stören, wenn es eine Art Gesetz geben würde, das besagt, dass man auch immer die negativen Seiten zeigen muss. Nehmen wir an, Superman raucht im nächsten Superman-Film Marlboro, stirbt aber dann an Lungenkrebs, nur damit das Placement legal ist. Unabhängig von Placements wird ja bereits heute ständig Alkohol, Kaffee oder Zigarettenkonsum ohne die Darstellung von Nebenwirkungen gezeigt. Und da beschwert sich auch keiner. Also was macht das für einen Unterschied, wenn das andere Drogen sind und wenn das bezahlt ist? Generell finde ich es schade, wenn Placements einen Film schlechter machen. Egal ob jetzt Drogenplacements oder Placements für Ups die Pannenshow. Wobei letzteres einen Film eigentlich unmöglich schlechter machen kann. Unter welchen Bedingungen sollte Drogenwerbung eurer Ansicht nach erlaubt sein und was ist eure Interpretation vom Film Kingsman 2? Ich werde selbst bald 1 bis 2 Placements machen. Ihr könnt ja dann entscheiden, ob ich euren Ansprüchen dann gerecht werde. Genau genommen hätte ich die Placements schon vor Monaten machen sollen und das Thema dieses Videos erinnerte mich dann erst wieder daran, dass ich da doch was vergessen hatte. Gebt diesem Video 5 Sterne und abonniert diesen Kabal, wenn ihr ein Open Mind 3000 habt.